Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Heute mache ich Beutelchen aus Kunstleder, so in Richtung Mittelalter Art, so wie die hier. Es gibt zwar noch viele andere Varianten von diesen Beutelchen, mit Lasche, ohne Lasche, mit so einer Lasche, wo man drüber macht zum Verschließen, aber ich habe mich heute entschieden, so diese Art zu machen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! So ein Beutel soll es heute werden. Ich mache diesen selbstgenähten Verschluss, den man einfach aufmachen kann und auch wieder verschließen. Den Boden habe ich rund gemacht, kann man auch gerade machen, so wie hier. Oder ohne Streifen, das war mein erster Versuch. Aber heute mache ich das hier. Ich habe 2 Blatt Papier mit Tesa zusammengeklebt. Man könnte auch einen kleineren Kreis machen, aber man muss bedenken, man hat ungefähr 1/3 bis zur Hälfte des Durchmessers an Boden, der von der Höhe wegfällt. Ich habe zum Beispiel so einen Kreis hier gemacht, der hat 24 cm Durchmesser, plus die 2 Laschen, die auch nochmal jeweils 3 cm ausmachen. Also braucht man ca. 30 cm Platz. Und wenn ihr den Kreis macht, schaut, dass ihr so hinkommt, dass für die Laschen noch Platz ist. Und hier nebendran hat man noch Platz für den Verstärkungsstreifen. Den Zirkel nehmen. Ich messe hier einen Radius von 12 cm. Und mache den Kreis. Die Mitte markieren und für die Löcher hier muss vom Rand ein Abstand sein, so wie hier. Also messe ich 1 cm vom Rand entfernt und mache nochmal einen Kreis, auf dem ich dann die Löcher einzeichne. Also Zirkelnadel in die Mitte und vom Rand 1 cm nach innen. Und nochmal einen Kreis ziehen. Hier zeichnen wir die Laschen ein. Beim Mittelpunkt das Lineal ansetzen und eine Linie ziehen, die ca. 3 cm aus dem Kreis herausgeht. Ihr könnt die Lasche natürlich größer oder kleiner machen. Ich nehme jetzt 3 cm. Und in der Breite nehme ich 4 cm, also jeweils 2 cm vom Strich. Ihr könnt natürlich auch weniger oder mehr machen. Dann mit einem Strich verbinden. Und hier noch eine Rundung einzeichnen. Auf der anderen Seite mache ich das nicht, weil wir das nachher umklappen und zusammen ausschneiden. Für den Bodenkreis habe ich ungefähr 1/3 des Durchmessers genommen, also hier 8 cm Durchmesser, sprich 4 cm Radius mit dem Zirkel messen. Das muss nicht hundertprozentig genau sein, nur dass ihr einen Anhaltspunkt habt. Im Mittelpunkt ansetzen und den Kreis ziehen. Die Anzahl dieser Löcher muss gerade sein. Und hier müssen 2 sein. Also wenn ich das zur Hälfte falte, müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Löcher sein und nicht zum Beispiel 13. Mit einem Viertel kann man besser arbeiten. Ich teile diese noch in 3 Sektionen, so lassen sich die Löcher besser verteilen. Und dazu berechne ich den Umfang vom inneren Kreis, teile ihn durch 12 und das ergibt hier 5,7.
So, das ist ja die Hälfte der Mitte. Und jetzt möchte ich vierteln. Mit dem Geodreieck oder einem Winkelmesser die Mitte suchen, anzeichnen und eine Linie ziehen. Und jetzt habe ich 4 Viertel. Wir arbeiten aber mit einem Viertel. Also von hier bis hier. Ich mache es mal schwarz, damit ihr es besser seht. Diese 5,7 cm messen wir jetzt auf der inneren Kreislinie aus. Also 5,7, 5,7. Ich zeichne das jetzt mal zur besseren Ansicht. Und falls es nicht ganz stimmt, kann man das ja ein wenig ausgleichen, indem man den Strich ein wenig versetzt. Und hier in diesem Verstärkungsbereich machen wir jetzt schon mal die 2 Löcher. Und die machen wir ungefähr 1 cm vom Mittelstrich entfernt. Das sind diese beiden hier. Hier in diesem Bereich kann es etwas enger sein und hier etwas weiter. Dadurch wird die Raffung lockerer und ist nicht so eng gepresst. Ich mache jetzt vom Strich rechts und links davon 1,4 cm und die Löcher einzeichnen. Und nun den Platz für die Verstärkung. Ja, das reicht. Und hier wegschneiden. Nun den Kreis ausschneiden und um die Laschen erstmal großzügig ausschneiden. Jetzt auf dieser Linie zur Hälfte falten. Und dann nochmal zur Hälfte falten. Schau, dass diese Linien übereinstimmen. Und mit Klammern festhalten, damit es beim Schneiden nicht verrutscht. Unserer Zeichnung nach ausschneiden. Oder ihr entscheidet euch während dem Schneiden, wie ihr die Form haben wollt. Nun wollen wir diese Verstärkung machen. Dazu legen wir das restliche Stück Papier drunter, so dass es passt. So geht's nicht, also so. Und ein wenig festklammern. Mit dem Bleistift die Laschen umfahren. Mittelpunkt markieren und die andere Lasche. Alles wieder weg und mit dem Lineal verbinden. Den Zirkel mit der letzten Einstellung von 4 cm nehmen und vom Mittelpunkt aus den Kreis machen. Jetzt haben wir dieses Teil hier, also das hier. Und ausschneiden. Fertig ist das Schnittmuster Beutel und Verstärkung. Wieder zum Viertel falten und den Locher nehmen. Den Schnitt mit Klammern fixieren und die 6 Löcher lochen. Die Löcher hier drin machen wir später im Kunstleder. Kunstleder mit der linken Seite nach oben hinlegen, den Beutelschnitt auflegen, mit dem Stift drum herum fahren und anschließend die Löcher einzeichnen. Dann innerhalb der Linie ausschneiden, also die Linie wegschneiden.
Nun schneiden wir die Verstärkung aus dem anderen Kunstleder aus. Auch wieder auf die linke Stoffseite mit dem Stift drumherum und ausschneiden. Die Verstärkung kommt dann so hier drauf. Wir können das mit Stylefix machen oder mit Kleber. Das ist nur zum Fixieren, damit es beim Nähen nicht verrutscht. Ich nehme Stylefix. Rechte Seite, linke Seite. Wir bekleben die linke Seite. Und da ich am Rand nähe, klebe ich das Stylefix etwas vom Rand entfernt auf, damit die Nadel beim Nähen nicht verklebt. Eventuelle Überstände abschneiden. Jetzt hier am Rand entlang nähen. Das könnt ihr mit der Hand machen, so wie hier. Mit der Nadel einfach hoch und runter nähen, also einen Reihstich machen. Oder wie hier mit der Nähmaschine, was ich jetzt mache. Ich habe Stichlänge 3 eingestellt. Nun mit der Lochzange alle Löcher ausstanzen. Zwischendurch mal den Schneidaufsatz von den Stanzteilen säubern. Mit einer Nadel geht das ganz gut. Zur Kordel. Ich habe einen Schnürsenkel genommen. Ihr seht, dass der kürzer ist als der Umfang. Aber ich will das ja später nur so haben, dass der Inhalt nicht rausfallen kann. Und so reicht es. Wir fangen hier bei der Verstärkung an. Also hier rein und wenn wir drumherum sind, kommen wir hier wieder raus. Also rein, raus, rein und so weiter. Ringsum. Hier an der zweiten Verstärkung sollte es so sein. Deshalb auch die gerade Lochanzahl, sonst würde es nicht aufgehen. Ihr seht, wir kommen hier wieder raus, wie es sein soll. Ihr könnt als Verschlüsse einen Kordelstopper verwenden oder einfach einen Schlupf machen. Oder wie ich mache jetzt einen selbstgenähten Verschluss. Dazu ein Stück Kunstleder. Ich habe hier 4,5 x 5,5 cm. Kleber auftragen auf die linke Stoffseite, aber vorsichtig, nicht zu viel auftragen. Kurz lüften und von der kurzen Seite her 1/3 jeweils beidseitig einschlagen. Schön festdrücken und ca. 2 Minuten trocknen lassen. Faden in Nadelfädeln, Knoten in ein Ende machen. Da ich keine passende Farbe habe, nehme ich weiß und werde das später noch behandeln. Die beiden Kordeln mit dem Stück umschlagen, so dass beide noch beweglich sind. Jetzt habe ich das aber so rum, dass man den Umschlag hier sieht. Ich möchte aber diese andere Seite sehen, also drehe ich einfach den Beutel auf den Kopf. Also rechts einschlagen,
links einschlagen, Nadel und Faden nehmen und erstmal von innen nach außen stechen, damit der Knoten verschwindet. Und kurz vernähen. Darauf achten, dass ihr die Kordel nicht mit festnäht. Nun eng an der Kordel entlang nähen. Einstechen und Kordel bewegen und dann erst durchziehen. Einstechen, kontrollieren, oh, aha, erwischt, also Nadel wieder raus und neu einstechen. Bei jedem Stich kontrollieren, ob die Kordel noch beweglich ist. Es muss so eng an der Kordel genäht werden, damit diese nicht so leicht rutscht, sonst wäre nämlich der Verschlusseffekt dahin. Am Ende angekommen, wieder zurücknähen. Auf der anderen Kordelseite genauso. Zum Schluss verknoten, den Faden zwischen die Schichten führen und abschneiden. Wir haben noch diesen Überstand, den können wir einfach festkleben. Mit Klammern fixieren und für ein paar Minuten liegen lassen. So, zur weißen Naht. Da nehme ich jetzt einen passenden Stift und male einfach den Faden an. Und macht sich doch gut, oder? Nun legen wir die Größe fest, die es beim Aufziehen haben soll. Es soll nicht zu eng, aber auch nicht zu weit sein. Ja, so ist das okay. Ihr könnt jetzt einen Knoten mit beiden Kordelenden zusammen machen, so wie hier. Einfach so zusammen oder einzeln. Ich mache jetzt einzelne Knoten. Nach dem Knoten abschneiden. Und fertig ist euer Beutel im Mittelalterstil. Jetzt könnt ihr es füllen. Zum Beispiel mit Münzen oder so wie ich mit meinen Runensteinen. Als Geldgeschenk ist es eine originelle Idee. Also was ihr halt so findet. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe doch bis zum nächsten Mal. Tschüss!